Auf unserem Weg durch Deutschland sind wir auf der ostfriesischen Insel Wangerooge angekommen. Wangerooge in der Nordsee ist die östlichste der 7 bewohnten ostfriesischen Inseln. Sie ist 8,5 Kilometer lang und knapp 2 Kilometer breit. Über Esens sind wir zum Fährhafen Hadesil gefahren. Wangerooge ist autofrei. Im Hafen gibt es Parkplätze vor und hinter dem Deich. Am Anleger haben wir in diesem Gebäude für unser Gepäck bezahlt. Ein sogenanntes E-Ticket für die Fähre hatten wir vorab gekauft. Jetzt haben wir fürs Gepäck ein Ticket bekommen, das muss man am Koffer befestigen. Man darf zwar Handgepäck kostenlos mitnehmen, aber ab einer bestimmten Größe zahlt man. Man muss das Gepäck vor der Abfahrt abgeben. Dazu stellt man das Gepäck in einen der Container. Die Mitarbeiter sagen einem in welchen. Ich erzähle jetzt ein bisschen mehr über die Abreise, weil es gibt ja genug Leute, die planen zum ersten Mal nach Wangerooge zu reisen. Daher erkläre ich einiges zur Anreise. Und dann kann man zugucken, wie die Container zum Schiff gerollt und an Bord gehoben werden. Es gibt hier 2 Fähren, die Wangerooge und die Harlinger Land. Die Fähre legt gleich ab. Die Fahrt, das Schiff kann nur bei einer bestimmten Wasserhöhe fahren, dauert etwa 1 Stunde bis zum Anleger auf Wangerooge. Da hinten liegt Wangerooge, etwa 8 Kilometer vor der Küste. Wangerooge, im Westhafen geht's von Bord. Wir sind am Hafenbahnhof. Dort wartet die Inselbahn. Schiff und Inselbahn werden übrigens von der Deutschen Bahn betrieben. Gott schuf die Zeit, von Eile hat er nichts gesagt. Hübsch. Die Fahrt zum Dorf Wangerooge dauert etwa 20 Minuten. Wir fahren mit 20 Stundenkilometern. Es sind etwa 6 Kilometer bis zum Inseldorf. Gleich fahren wir durch Salzwiesen, entlang der Lagune des Nationalparks. Da hinten sieht man den Westturm, daneben den Leuchtturm Wangerooge. Dieser neue Leuchtturm ist seit 1969 in Betrieb. Er ist fast 70 Meter hoch. Und da hinten sieht man noch mehrere Häuser, in denen Jugendgruppen untergebracht werden. Schullandheim, Jugendherberge. Das sind jetzt die Salzwiesen. Oben links zeige ich jetzt Parallelaufnahmen von unserer Rückfahrt auf der Strecke. An dem Tag war stärkerer Wind und der drückte das Wasser in die Lagune. Dadurch stand das Wasser bis an die Gleise. Sah sehr interessant aus. Die ersten 3 haben wir schon gelesen und jetzt ist die erste noch, kannst du durch und dann verbindet er wieder mit einem. Eine Inselbahn gibt es auf Wangerooge schon seit 1897. Der Anleger lag zu der Zeit etwas entfernt vom heutigen Hafen. Damals wurden die Waggons von Dampflokomotiven gezogen, heute fahren hier ja Dieselloks. 10 Jahre später baute man einen neuen Anleger. Der lag im Osten der Insel. Eine neue Bahnstrecke wurde ebenfalls gebaut. Dazu wurden die Schienen auf Holzpfählen ins Watt verlegt. Anleger und Schienen wurden dann 1958 entfernt. Da sieht man schon die ersten Häuser des Inseldorfs und den Leuchtturm. Jetzt sind wir am Inselbahnhof angekommen. Als man das Bahnhofsgebäude baute, das war 1905, da war hier der Dorfrand, also das südliche Ende. Die Container mit dem Gepäck hat die Inselbahn natürlich mitgenommen. Die werden jetzt abgeladen und auf den Platz vor dem Bahnhofsgebäude gebracht. Da kann man sich dann aus den Containern seinen Koffer raussuchen und mitnehmen. Es gibt übrigens einen Service, der bringt den Koffer bis zur Unterkunft und holt ihn bei der Abreise auch wieder ab. Man kann seinen Koffer am Abreisetag vormittags am Bahnhof abgeben. Dann muss man ihn nicht den ganzen letzten Tag mit rumschleppen. Das ist ein markanter Bahnhof. Oben steht Kehre wieder.
Das ist der Platz vor dem Bahnhof, auf dem die Container stehen. Da holt man dann seinen Koffer ab. Auf der Insel fahren keine Autos. Hier fahren, wenn, Elektrokarren. Unterkünfte gibt es auf Wangerooge eine ganze Menge, Hotels, Ferienhäuser und Ferienwohnungen. Vom Bahnhof aus führt eine Straße geradeaus zur Küste, zum Strand und zur Strandpromenade. Die Zideliusstraße, die wichtigste Straße im Dorf, sozusagen die Hauptstraße, Anliegerstraße und dann Fußgängerzone. Los geht's am Bahnhof, es geht vorbei an Wohnhäusern, meist Ferienwohnungen, man kommt am Leuchtturm samt Inselmuseum vorbei und an einem Fahrradverleih. An der Kreuzung Friedrich-August-Straße steht ein Brunnen. Dahinter liegt eine Arztpraxis. Wenige Meter entfernt das Broadway. Kneipe, Bar, sehr interessant. Eine kleine Terrasse und an der Straße Strandkörbe mit kleinen Tischen davor. Der Rosengarten, sowas wie ein kleiner Kurpark an der Hauptstraße. Hier gibt es kleinere Veranstaltungen, von Sport bis Konzerte. Zurück zur Zideliusstraße. Hier gibt es auch Restaurants, Bäckerei, Blumengeschäft, Apotheke und so weiter. Jetzt bekommt die Zideliusstraße mehr das Aussehen einer Fußgängerzone. Hier gibt es einige Geschäfte, Bank, Drogerie, Tourist-Service, Lokale. Es geht jetzt leicht bergan. Am Ende der Straße kommt der Pudding. Erstmal sehen wir davor Statuen, Kinder, Poller, Seehunde. Dahinter der Pudding, das Wahrzeichen von Wangerooge, Kaffee und inzwischen auch Restaurant. 1944 wurde ein Bunker in die Düne gebaut. 1948 richtete ein Bäcker auf und im Bunker eine Eisdiele und später dann ein Café ein. Das wurde in den Jahren dann mehrfach umgebaut und vergrößert. Noch heute betreiben die Nachfahren des Bäckers den Pudding. Ich glaube, das ist das markanteste Bauwerk auf Wangerooge. Ja, gehen wir mal um den Pudding. Vor dem Pudding, an der Treppe zum Strand, steht diese historische Uhr.
Also ich habe ein Foto von 1950 gesehen, da war die Uhr schon drauf. Die Strandpromenade, Ferienunterkünfte, Restaurants, die Kurverwaltung, Kursaal und der Touristservice. Strandleben, Wasser, Wellen, Sandstrand, Strandkörbe. Wir streifen jetzt mal durch die Nebenstraßen. Nahe beim Pudding 2 kleine Supermärkte. Das, was man in Ferienwohnungen braucht, gibt's da. Das habe ich vorhin schon mal gezeigt. Das ist ein Haus mit einer Arztpraxis. Interessant hier im Dorf, man begegnet immer wieder Elektrokarren. Das war wohl mal die Feuerwache. Zumindest steht das da. Außerhalb des Dorfes stehen diese Feuerwehrwagen. Übrigens eine der wenigen Fahrzeuge auf Wangerooge, die keine Elektrofahrzeuge sind. Dieses Haus hier ist auch interessant. Das ist die Polizeiwache. Interessant ist vor allem die Deko im Vorgarten. Die Inselschule, da ist alles drin. Grundschule, Förderschule, Hauptschule, Realschule und Gymnasium bis zur 10. Klasse. Laut Webseite der Schule gibt es hier derzeit 60 Schüler. Das Gebäude ist übrigens eine ehemalige Kaserne, die Jade-Kaserne. Zum Thema Festung Wangerooge werde ich noch ein extra Video hochladen. Da gibt es dann einen ehemaligen Lazarettbunker zu sehen und einige Gedenkstätten auf der Insel. Und wir hören einen Zeitzeugen, den Inselchronisten, und der ist jetzt 98 Jahre alt. Inzwischen sind wir in einem weiteren Park angekommen. Es gibt nämlich einige hier auf der Insel. Der Steingarten. Es gibt keine Wege, nur Rasen und Bäume und ein paar Steine. Okay. Das ist interessant. Wir sind in der Nähe des Bahnhofs. Das Wiegehäuschen. Hier war früher die Waage, die offizielle. Das Pflaster markiert die Stelle, wo gewogen wurde. Heute gibt es am Strand was Besonderes zu sehen. Das Drachen- und Familienfest. Prächtige Drachen sind ja dabei.
35 Meter hoch ist die Marinesignalstation, hier am Ortsrand. Der Turm diente früher zur optischen Nachrichtenübermittlung an vorbeifahrende Schiffe. Vorgängerbauten standen hier schon 1875. Der Turm wurde, glaube ich, 1937 gebaut. 1968 wurde die Signalstation der Bundesmarine außer Dienst gestellt. Der Turm diente dann als Richtfunkstation der Marine. Seit Ende der 90er Jahre hat der Turm keine Funktion mehr. Dieser Turm dagegen schon, der alte Leuchtturm, mitten im Dorf. Hier ist das Inselmuseum. Der neue Leuchtturm, der steht ja im Westen der Insel. Dieser hier diente bis 1969 als Seefeuer. 161 Stufen muss man bis oben steigen. 1856 wurde der Leuchtturm gebaut. Um den Turm siedelte sich das Dorf Wangerooge an. Die ersten Häuser des neuen Dorfs, die wurden hier errichtet. Im Turm ist das Inselmuseum und hier draußen, da gibt's auch was zu sehen. Zum Beispiel eine Dampflokomotive. Hier am Leuchtturm war der erste Bahnhof auf der Insel. Hierher fuhr die Inselbahn, eventuell genau da, wo die Lok jetzt steht. Diese Lok wurde 1929 gebaut. Das ist eine Tenderlokomotive. Die wurde extra für die Wangerooger Inselbahn gebaut. Man hatte damals vierachsige Personenwagen angeschafft, um hier Gäste zu transportieren. Dazu brauchte man dann aber eine stärkere Lok als vorher. Und zwar diese hier. Über 350.000 Kilometer fuhr sie auf der Insel. Anfang der 1950er Jahre begann man diese Loks anzuschaffen. Die Dampfloks wurden überflüssig. 1958 wurde sie ausgemustert. Eine Glocke. Als ab 1874 im Westen der Insel Arbeiter Strandmauern bauten, gab es dort auch eine Küchenbaracke. Und mit dieser Glocke wurden die Arbeiter zum Essen gerufen. Das Rettungsboot Gesina von 1971 bis 1977 war das Boot unter anderem auf Wangerooge stationiert. Seit 1997 steht es hier als Denkmal. Wappenstein, den hat man am Weststrand gefunden, wo schon im 17. Jahrhundert Feuertürme standen. Der Wappenstein war an allen nachfolgenden Leuchttürmen bis 1825 angebracht. Der Erbauer der Türme hatte den Votivstein anbringen lassen. Es waren Fürst Karl Wilhelm von Anhalt-Zerbst, Herr in Jever und seine Frau. Im Inselmuseum. Hier geht es um den alten Westturm, der zerstört wurde. Das ist ein Stein des Turms, den man am Strand gefunden hat. Ja, und es geht generell um das alte Dorf Wangerooge. Das stand rund um den Westturm. Bei der Neujahrsflut 1855 wurde das Dorf komplett zerstört und die Insel wurde in 3 Teile gerissen. Seit 1804 gibt es den Bäderbetrieb hier auf der Insel. Eine Wanne, die an die Anfänge erinnert. Und Fotos. Sie zeigen Bilder aus der Geschichte des Touristenorts. Die 1855 in 3 Teile zerrissene Insel reparierte man dann mit Hilfe von einem Reißdeich und der Reißmauer. Der Inselschutz wurde verbessert. Nur das zerstörte Dorf wurde im Westen nicht mehr aufgebaut. Viele Einwohner zogen weg ans Festland, nach Roggsiel. Ein Jahr später war der neue Leuchtturm am heutigen Dorf fertig. Neben ihm siedelten sich verbliebene Einwohner an. Das alte Dorf, das stand da hinten am Westturm. Der ist allerdings auch nicht mehr der von damals. Im neuen Dorf baute man Häuser in Art von Fischerhäusern. Alles stand auf Warften. Neben dem Rosengarten beginnt der Weg ins alte Dorf, das Dorf am Ende des 19. Jahrhunderts. Die Robbenstraße im alten Dorf. Hier an dieser Dorfstraße stand damals das Haus eines Robbenjägers. Ab 1863 war das. August Tannen hieß er. Da hinten sieht man die einzige Ampel auf Wangerooge. Sie ist jetzt rot, dann braucht man nicht weiterzugehen. Jetzt ist sie grün. Weitergehen. In dem Haus ist ein kleines Café. Wenn die Ampel grün zeigt, hat das Café geöffnet. Wenn rot, ist es geschlossen. Irgendwie eine famose Idee. Wir gehen weiter ins alte Dorf. Das ist eines der älteren Häuser. Das ursprüngliche Wangerooge. Das Haus ist vom Ende des 19. Jahrhunderts. Hier wohnt jetzt eine Mützenmacherin. Irgendwo habe ich gelesen, das sei der Deich, der die ersten Häuser schützte. Ich glaube aber, das ist eher eine Warft. Die Häuser stehen obendrauf. Die Warft baute man, falls die Flut bis hierher kam. Gleich daneben der Dorfplatz.
Wieder so ein netter kleiner Park mit Bäumen, Büschen, Blumen und einer Wiese. Am Leuchtturm steht die evangelische Nikolaikirche. Zunächst war hier eine Kapelle. 1910 baute man dann diese Kirche. Das ist der Innenraum. Besonders die Kirchenfenster gefallen mir. Die wurden von Familien gestiftet, die hier auf der Insel leben. Wir gehen nochmal zurück zum Leuchtturm. Zwischen Leuchtturm und Rettungsboot sieht man ein grünes Haus. Das soll das älteste Haus im Dorf sein. Die Strandpromenade. Das Wetter hat sich geändert. Kräftiger Wind. Das gibt ganz schöne Wellen. Sturmfluten gab es hier schon einige. Schwere Sturmfluten. Die waren in den Jahren 1906, 1916, 1926, 1936, 1973 und 1976. 1962 kam das Wasser sogar bis ins Dorf. Dann hat man die Deiche auf 6 Meter Höhe erhöht. Trotz aller Sicherungsmaßnahmen, die Insel verliert durch Sturm und Sturmfluten jedes Jahr große Mengen Sand am Sandstrand in Höhe des Dorfs. Der Sand muss dann jedes Jahr mit Sand vom Oststrand ersetzt werden. Der wird herangefahren. Da hinten sieht man die Inselbahn. Sie kommt vom Westhafen und fährt zum Bahnhof. Von 1906 bis 1958 gab es auch einen Ostanleger. Und es gab eine Bahnstrecke dahin. Über 5 Kilometer lang. Da kamen noch Touristen an. Nach 1945 vermehrt englische Touristen, die Helgoland besuchten. Die Bahnstrecke wurde 1958 abgebaut. Das hier sind die Reste. Diese Strecke führte zum Osthafen. Hinter dem Rosengarten steht das Nationalparkhaus mit einer Ausstellung zum Wattenmeer. Im Garten steht ein Pottwalsklett. 2016 waren hier am Strand 2 Pottwale angeschwemmt worden. Bei einem hat man das Klett freigelegt. Ab zur Strandpromenade. Heute ist der Wind heftig. Wellen, Windböen.
Heftiger Wind. Gemütlich ist es dennoch am Friesenjung. Hier kann man draußen sitzen, den Wellen zusehen. Von den Strandkörben auf der Strandpromenade hat man einen guten Blick auf die Wellen, auch wenn die meisten Leute heute vor dem Wind flüchten. Noch ein Blick auf das Dorf Wangerooge. Wir gehen jetzt in die Dünen im Westteil der Insel. Die Aussichtsdüne im Westen. Der Holzplankenweg führt hoch. Dort oben hat man eine herrliche Aussicht. Inselbahn, Westturm und der Strand. Regen gibt's auch mal, kräftigen sogar. Von der See ist nichts mehr zu sehen. Aber kurz danach ist es wieder trocken, es klart auf. Mit der Inselbahn geht es jetzt zum Westhafen. Der Bahnhof von der Bahnsteigseite. Den Leuchtturm kann man noch eine Weile sehen.
Es geht zurück. Die Fähre wartet schon. Schön war es auf Wangerooge. In diesem Sinn, tschüss.